Es geht nämlich um den Code, den Realitätscode der Erde. Es braucht einen ganzen Kursteil für den Realitätscode der Erde, weil die Erde für sich nochmal einen ganz einzigartigen Kodex in sich trägt und nochmal ganz spezifisch, finde ich, darauf eingegangen werden muss, bevor wir, upsie, noch ein bisschen weitergehen. Und ich habe hier eine persönliche Assistenz, die immer nach oben kommt und ich hoffe, das ist für euch okay. Kleine Interruption. Würdest du mich bitte meinen Kurs machen lassen? Danke. Himmel. So was aber auch. Immer diese Kinder. Okay. Eine kurze Frage von mir an euch alle in den Raum. Bei wem war es denn in den letzten Tagen besonders intensiv im Gefühl, wo man das Gefühl hatte, dass gerade alles wie so ins Endgame geht? Einmal gerne von euch in den Chat einmal reinschreiben, was habt ihr gefühlt? Besonders, sage ich mal, so ab Sonntagabend oder Montag ab. Ganz schön arge Träume, ja, krass, ganz viel Themen der Vergangenheit, rauf und runter, einiges am Start, ja, Endgame. Ja, also wir hatten nämlich jetzt zu dem Zeitpunkt, wo der Reality Code aufgenommen wird, nochmal eine ganz spezielle, ich sag mal, Sternenkonstellation. Ich bin kein großer Astrologie-Fan, noch kenne ich mich groß aus mit Human Design, aber schlussendlich ist alles Frequenz und gewisse planetare Stellungen haben einen Effekt auf uns, besser gesagt, wir wählen deren Effekt auf uns. Und es ist gerade wie so, sage ich mal, die letzten Schritte des Kabals im Background konnten gemacht werden. Besser gesagt, sie sind jetzt eigentlich nahezu entmachtet. Aber trotz alledem sind wir immer noch mit ihnen, mit uns, mit unseren dunklen Anteilen im Integrationsprozess, sage ich mal. Und passend dazu möchte ich heute diesen Kurs ein kleines bisschen mehr auf das Erdprojekt lenken. Ich hatte natürlich auch den Kurs Earth Code, wo ich viel drüber gesprochen habe und die schon dabei waren. Euch lade ich ein, einfach mit neuen Augen zu sehen und nochmal mit neuen Ohren zu hören, weil einfach nochmal das ein oder andere dazukommt, was ihr bestimmt noch nicht gehört habt. Okay, die Erde selbst ist ja ein sehr, sehr einzigartiger Planet, um zu inkarnieren und nicht ohne Grund oft bezeichnet als die Kreatorenschule oder Kreatorenuniversität. Und ich bin der Meinung, Kreatorenschule kommt dem Ganzen fast so ein bisschen zu kurz. Es entspricht nicht zu 100% dem, wie ich das tatsächlich sehe, weil Schule, daran denkt man immer, das ist was für junge Seelen, für jemand, der keine Ahnung hat, für jemanden, der noch viel lernen muss. Aber schlussendlich ist die Erde viel mehr als das. Ja, es kommen Seelen ohne, sag ich mal, Erinnerung hierher, was sie sonst davor gemacht haben und verhalten sich teilweise wie jemand, der nicht wirklich Erfahrungen gesammelt hat. Aber das ist spezifisch vielleicht für die Erde zutreffend. Aber sowas wie junge Seelen oder alte Seelen gibt es aus meiner Perspektive nicht. Es gibt nur Seelen, die besonders gerne in materielle Welt inkarnieren oder in semiphysische oder in nicht physische oder einfach alles mitmachen. Aber es gibt für mich nicht in dem klassischen Sinne eine alte Seele oder eine junge Seele, nur viel Erinnerung oder wenig Erinnerung. Weshalb ich auch immer sage, dass alles, was ihr seht, eine Reflexion von euch ist. Das, was ihr sehen könnt, ist Teil von euch. Auch wenn ihr es vielleicht nicht in diesem Leben verkörpert, ist es Teil von euch. Ansonsten kommen wir Seelen hierher auf die Erde, vergessen mit Absicht alles, wie wir es sonst gemacht haben, um Lösungen zu finden für etwas, wo wir woanders auf anderem Wege keine Lösung gefunden haben. Man kann sagen, eine Inkarnation auf die Erde ist ein Reset-Knopf, der so lange braucht, der Reset und der Neustart, wie es einfach braucht, um die Lösung gefunden zu haben. Ansonsten in anderen Realitätsspektren inkarnieren wir als die Seelen, die wir sind, um uns zu erfahren, um den direkten Informations- und Realitätskodex, den wir uns vorgenommen haben, zu erschaffen, zu erfahren, wie wir ihn dann erschaffen haben, uns auf den Weg zu machen, zu ergründen, wie was wir denken, wie die Ideen und die Konzepte sich auswirken und. Für die Erde ist es sehr, sehr einzigartig, dass wir alles vergessen. Bei anderen Inkarnationen haben wir noch die Erinnerung normalerweise an
andere leben. Aber hier auf der Erde ist das wie die Eintrittspforte, alles zu vergessen, alles loszulassen, an der Schwelle den Reset-Knopf zu drücken, zu sagen, ich gehe jetzt mit 0,0 Erinnerungen hier rein und ich bleibe so lange hier, bis ich die Lösung gefunden habe für das, für was ich hierher gekommen bin. Und das ist auch der Grund, warum sehr, sehr viele Seelen hierher kommen und dann teilweise Hunderte von Inkarnationen verbringen, Tausende von Inkarnationen verbringen. Und besonders stark wurde die Erde zu einem Lernplanet, zu einer Kreatorenschule mit der Installation der Lunar Matrix. Die Lunar Matrix, also buchstäblich genau das, was es heißt, die Matrix vom Mond, ist eine künstliche Matrix, die vor 13.000 Jahren hier installiert wurde und die Erde künstlich in einem limitierten Bewusstseinszustand hält. Früher war es 3D, inzwischen sind wir 4D und je nach Bewusstseinsspektrum auch 5D. Manche haben auch ein sechsdimensionales Bewusstsein hier schon verkörpert. Schlussendlich ist diese Lunar Matrix in einer gewissen Art und Weise wie das ist das, was die Erde zu einem ganz speziellen Realitätsspektrum macht und die Erde in so einzigartige Gesetze bringt, die explizit nur für die Erde genauso gelten, aber nicht unbedingt woanders so gelten, weshalb ich diesen Kursteil nur für die Erde nutzen möchte. Ich selbst, ich bin ehrlich, ich bin kein klassischer Erdprofi, wie vielleicht der ein oder andere von euch, weil ich habe nicht so viele Inkarnationen hier auf der Erde, 128 Inkarnationen und mehr habe ich nicht platziert. Ähm, aber auch aus dem Grund, weil ich es so wollte. Und so haben andere von euch teilweise 3000 Inkarnationen auf dieser Erde, weil sie es wollten, weil sie es möchten. Und das heißt nicht, dass sie besonders schweren Rucksack haben, sondern es ist einfach der Wunsch von den individuellen Seelen, so und so oft zu inkarnieren hier auf dieser Erde. Und ich sag mal, nicht darüber hinaus oder vielleicht noch mehr darüber hinaus. Und das ist eine Entscheidung, hier zu inkarnieren, die mit der Inkarnation geht. Man kann sich vornehmen, 1000 Inkarnationen zu haben, aber während man inkarniert, entscheidet sich immer wieder diese Zahl neu. Habe ich weniger, habe ich mehr? Und warum oder wie das passiert, entscheidet die Seele ganz individuell, besser gesagt über den Menschen ganz individuell, wie weit der Fortschritt ist in dem, was ich vorgenommen habe zu lernen und zu kultivieren. Und es fängt an teilweise bei kleinen Sachen, wo die Seele hierher kommt und sagt, ich habe das in meinen Lösungsrucksack. Ein Rucksack zu tragen heißt voll mit Schatten oder voll mit Quatsch manchmal, heißt nicht unbedingt, dass es was Negatives ist, sondern ist oft einfach nur auch das, was ich lösen möchte, das, was ich erfahren möchte. Man kann sagen, ein Rucksack von Tools und Werkzeugen, die ich reparieren möchte oder die ich perfektionieren möchte. Und deswegen ist ein Rucksack in allererster Linie erstmal neutral. Er wird dann eher negativ, wenn ich Freude daran habe, in der Dunkelheit zum Beispiel zu sein und dann wirklich addiere an Dunkelheit und karmische Verstrickungen in meinen Rucksack hinein. Dann bindet mich das schlussendlich in diesem Frequenzspektrum und zwingt mich dazu, immer wieder zu kommen, bis das wieder aufgelöst ist. Und es gibt Seelen, die kommen explizit genau dafür. Die sammeln sozusagen Quatsch in ihrem Leben und identifizieren sich auch teilweise dadurch und durch Chaos. Aber mehr dazu dann auch zu einem späteren Zeitpunkt. Man kann sagen, die Menge der Inkarnationen schreibt sich anhand dessen, was ich mir vorgenommen habe, zu erfahren, zu lösen, zu wachsen, zu verändern, zu transformieren. Und das können Kleinigkeiten sein, wie zum Beispiel Mitgefühl lernen. Kleinigkeiten wie zum Beispiel die Erkenntnis, wie die Realität hier auf der Erde funktioniert und wie die eigene Matrix funktioniert. Teilweise kommen aber auch Missionsseelen hierher, um der Erde zu helfen, um die Erde zu reinigen, zu heilen, um anderen Seelenanteilen, besser gesagt Seelenfamilienmitgliedern zu helfen, hier sich zu entwickeln und Lösungen zu finden. Und es gibt auch ganze Gruppen von Seelen, die hier immer wieder in verschiedenen Zyklen hinein inkarnieren, um Transformationsprozesse zu unterstützen. Eines davon ist auch das Jeshua-Kollektiv. Ähm, Was hier für die Erde aber speziell ist, ist, dass diese Kreatorenschule oder Kreatorenuniversität auch ein Magnet ist für die Seelen, den ganzen Quatsch, der nirgendswo gelöst werden konnte oder teilweise Probleme von ganzen Galaxien oder Universen. Wir sind ja letzten Endes Galaxien und Universen, wir sind Welten und jede Seele ist ein riesiger Kosmos, hat multiple Universen in sich und erfährt und erschafft multiple Universen permanent in Millisekunden.
Und während wir die Unendlichkeit erleben und erfahren, kommt es vor, dass manchmal, sage ich mal, die ein oder andere Katastrophe passiert in unserer Schöpfung und wir zum Beispiel etwas erschaffen in unserer Experimentierfreude, als die Seelen, die wir sind, wie eine Art Experiment, was aus dem Ruder gerät. Und wenn sowas passiert, was ich aber dann auch wieder in die Heilung bringen muss oder in Wissen und Weisheit bringen muss, dann passiert es gerne, dass diese, ich sag mal, eskalierten Seelenexperimente auf die Erde gebracht werden und dann viele Seelen von verschiedenen Bewusstseinsspektren auf die Erde inkarnieren, um gemeinsam an einem Problem zu arbeiten, um gemeinsam, ich sag mal, gescheiterte Experimente wieder in die Bahn zu bringen, Wissen und Weisheit zu erlangen. Und deswegen ist die Erde auch relativ speziell verlinkt in den Raum und Zeit. Also wenn ich egal durch welche Universen ich gehe, natürlich kann ich mich immer nur in meiner Energie bewegen, aber die Erde existiert in allen und immer in ähnlichen, aber doch etwas unterschiedlichen Versionen. Aber alle haben immer irgendetwas Größeres, sage ich mal, zu lösen und zu heilen, etwas Größeres zu erforschen. Und diese Breitspektrum-Version der Erde, die wir haben, hat einen energetischen Kodex um sich, in sich, der geheilt werden möchte. Und das ist der Grund, weshalb sehr, sehr viele sehr hochentwickelte Seelen, einige von diesen sind natürlich auch hier in meinen Kursen vertreten, hierher gekommen sind und zu heilen.